So gut wie jeder in Deutschland kann Rad fahren. Aber ausgerechnet dort, wo die meisten Menschen wohnen, in der Stadt, wird es kompliziert. Fakt ist, die Städte leiden unter massiven Autoverkehr und Parkplatznot. Aber auch Konsumenten stellen sich einige Fragen. Wo kann ich mein privates Fahrrad sicher abstellen oder mein E-Bike laden? Wo gibt es eines der vielen Bikesharing-Angebote? Zudem fehlt den Nahverkehrsanbietern, Städten und Mobilitätsunternehmen eine Verknüpfung mit dem Fahrrad als weiteres Verkehrsmittel. Und den Anbietern von Fahrradmobilität fehlt meist der Zugang zu genau diesen Online-Vertriebskanälen. Ridis ist das verbindende Element, um alle Beteiligten zu verknüpfen. Infos und Buchungen zu allen Leistungen integrieren wir in bestehende Websites und Apps. Das Beste ist, bei Ridis ist keine neue App notwendig. Statt morgens das Auto zu nehmen, kann ich für mein wertvolles E-Bike einen sicheren Stellplatz am Bahnhof finden und buchen. Und nach der Fahrt mit der Bahn nutze ich das nächste Bikesharing-Angebot, um zur Arbeit zu kommen. Die Zukunft der Mobilität in Städten wird elektrisch sein. Und damit das funktionieren kann, müssen die Angebote gut vernetzt und für den Anbieter wirtschaftlich sein. Genau aus diesem Grund war unser Investment in Ridis ein zentraler Baustein, um sinnvolle Mobilitätslösungen voranzutreiben. Ridis spricht zuallererst Dienstleister im Mobilitäts- und Reisebereich an, also Bus- und Bahnunternehmen, die auch die letzte Meile mit in ihr Angebot aufnehmen wollen. Weltweit sind es mehr als 300 Städte mit über 1 Million Einwohnern, in denen der Fahrradverkehr immer stärker wächst. Hier bieten sich für Ridis große Vertriebspotenziale bei lokalen und überregionalen Mobilitätsanbietern. Schon heute haben wir über 10.000 Angebote von 250 Anbietern über Parken, Mieten, Bikesharing und E-Bike-Laden in unserer Plattform eingebunden. Die Anbieter können sich auf ridis.com in wenigen Schritten registrieren und so selbst ihre Daten pflegen. Wir haben dadurch technisch die Möglichkeit, Informationen bezüglich Online-Verfügbarkeit und Online-Buchbarkeit auf Websites und Apps von Dritten einzubinden. Dank Ridis können unsere Kunden die Verfügbarkeit unserer Fahrradparkplätze zukünftig online überprüfen. Wir haben damit die Möglichkeit, die Kapazitäten unserer Parkhäuser besser zu nutzen und unseren Kunden in Zukunft mehr Plätze zur Verfügung zu stellen. Ridis bietet Unternehmen, Städten und Mobilitätsportalen neue Online-Vertriebskanäle. Dazu digitalisieren wir ihr Angebot und Sie können Fahrradnutzung in Ihr Angebot integrieren. Ridis erzielt Einnahmen in 3 Bereichen. Für die Einbindung von Fahrradmobilität zahlen Drittanbieter monatliche Datenlizenzen. Werden kostenpflichtige Leistungen vermittelt, erhält Ridis eine Kommission. Drittens erzielt Ridis transaktionsbasierte Einnahmen durch Softwarelizenzen. In 2024 soll Ridis einen Umsatz von 20 Millionen Euro erzielen. Der Anteil der Fahrradmobilität soll sich in den nächsten 10 Jahren mehr als verdoppeln, sodass jede 4. Fahrt in der Stadt mit dem Fahrrad stattfindet. Allein in Deutschland wurden 2017 mehr als 720.000 E-Bikes verkauft. Der Bikesharing-Markt wächst auf 18 Millionen Fahrräder. Neue Geschäfts- und Fahrzeugkonzepte kommen hinzu. Wir vom Fraunhofer Fokus sind diese Partnerschaft eingegangen, um Mobilität mit dem Fahrrad einfach zugänglich und nutzbar zu machen. Der massiv geplante Ausbau von Fahrradinfrastruktur hat hohe Priorität. Zusammen mit Ridis haben wir das Planungs- und Simulationstool Stimulate entwickelt. Wir haben bewiesen, dass das Geschäftsmodell funktioniert und konnten gute Vertriebswege mit Referenzkunden aufbauen. Mit dem Geld von Companisto wollen wir unseren Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz stärken und die Plattform für integrierte Kurzstreckenmobilität werden. Investieren Sie jetzt in den Zukunftsmarkt für urbane Kurzstreckenmobilität und unterstützen Ridis darin, die Stadt lebenswerter zu machen.